investieren statt sparen und wie können Sie mit den folgenden 3 konkreten Tipps sofort und jeden Tag mehr finanzielle Freiheit leben. Thorsten Wittmann, ich begrüße Sie heute aus dem Mittelmeer, aus Malta, und wir haben ein ganz spannendes Thema, Sparen, und dass es nicht langweilig sein muss, sondern sogar sehr sexy sein kann. Und warum ich Sparen liebe, das verrate ich Ihnen gleich. Denn, also ich hatte ja Community angeboten und wir hatten ja 20 Telefonate mit Mitgliedern aus unserer Community, und da ist mir aufgefallen, dass doch mehrere diese Einstellung hatten, ja, Sparen ist spießig, langweilig und ich möchte lieber heute das Leben genießen etc. Und das sehen wir uns heute in 3 konkreten Tipps und Tricks an. Wie kann man das ummodellieren und ist es wirklich so? Und Tipp Nummer 1, das ist nämlich die Einstellung dazu. Ich sage Ihnen eins, ich liebe Sparen. Ich finde, es gibt nichts Schöneres und Besseres im Leben. Also, denn es führt uns zu einem selbstbestimmten freien Leben, dass wir dort sein können, wo immer wir wollen. Dass wir das tun können, was immer wir wollen. Und dass wir mit den Menschen zusammen sind, mit denen wir Spaß haben. Und dass wir uns nicht mit Menschen abgeben müssen, mit denen wir eigentlich nicht zusammen sein wollen. Und das ist die Brücke, beziehungsweise der Schlüssel dazu ist das Sparen, das Investieren. Und Investieren ist übrigens auch nochmal ein Alternativwort und klingt in der Regel auch schon besser. Es hat besser der Investor als der Sparer oder Bausparer, ne? Und dadurch kann man einfach die Einstellungen ändern. Und ich liebe Sparen, wie gesagt. Ich finde, es gibt nichts Besseres. Denn es führt genau dazu, dass wir jeden Tag unsere Träume leben und verwirklichen. Und das hängt von unserer Einstellung dazu ab. Also investieren statt sparen und das aktiv verwirklichen und immer dann überlegen, warum mache ich das? Aha, ganz klar, weil ich verwirkliche meine Lebensträume. Dann Punkt Nummer 2, Größen- und Skaleneffekte nutzen. Gerade bei Dingen, die wir jeden Monat benötigen, am laufenden Band, ist es sinnvoll, das beispielsweise im Vorab gleich zu bezahlen. Dann kann man beispielsweise bei Jahressparplänen, dann ist es häufig günstiger, gerade bei Versicherungsbeiträgen, und auch mal, dass es sich lohnt, Angebote anzunehmen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich war vor ein paar Wochen noch in Paris, habe ich mir so einen Ingwerstreuer gekauft. Der hat knapp 3 Euro gekostet, 26 Gramm sind da dabei. Also ist auch immer wichtig, das ist nicht unser heutiges Thema, aber Ernährung, und dass wir darauf achten, dass wir auf unser Energielevel achten, dass wir gesund sind. Ganz wichtig, das sind tolle Investitionen auch, die natürlich auch ein bisschen Geld kosten, aber das sind sinnvolle Investitionen auch. Darauf auch achten. Wir brauchen ein hohes Energielevel, um Geld zu verdienen und auch langfristig gesund zu sein und damit auch unser Geld genießen können. So, okay, diesen Ingwerstreuer gekauft. Und dann war ich in Marokko. Und dann habe ich mich dort, das sieht ja mit diesem Bild, dort auch ein bisschen mit Kräutern eingedeckt. Und beispielsweise auch hier Ingwer. Und so ein Päckchen, das sind 100 Gramm und das hat 80 Cent gekostet. Das heißt, da ist also knapp das Vierfache drin und es kostet nur einen Bruchteil von dem, was es in Paris gekostet. Aber inzwischen hier schon, ein bisschen mehr habe ich schon inzwischen nachgefüllt. Da bleibt immer noch viel übrig davon. Und dann habe ich mich eben knapp so einen Jahresvorrat dort eingedeckt. Und sowas mache ich grundsätzlich, sowas mache ich immer, wenn es irgendwo tolle Sachen und tolle Angebote gibt. Also nehmen Sie das Ganze mit, nutzen Sie Größen- und Skaleneffekte. Auch beispielsweise beim Investieren, wenn Sie die Möglichkeit haben, beispielsweise in Immobilienpakete zu investieren und dann eben kleinere Parzellen draus zu machen, kleinere Apartments beispielsweise, dann können Sie hier Dinge aufschlagen, weil die Menschen eben für kleinere Dinge bereit sind, auch etwas mehr zu bezahlen. Also immer den großen Kuchen kaufen und eben nicht den kleinen. Das ist Einstellungssache. Ja, und dann Punkt Nummer 3. Ja, geben wir Sparen einen Zweck. Was meine ich damit? Und zwar, dass wir auf einen bestimmten Zweck hinsparen, weil wir wissen, wofür das ja gut ist. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Das ist einer meiner eigenen Investments. Das sind Holzplantagen in Südamerika, wo sie sehr gut wachsen und gedeihen wegen der Hitze. Und Investment, das ich selber habe, ein paar Hektar und auch selber immer wieder ein paar Hektar neu dazu kaufe. Und dort können Sie eine ewige Baumrente sozusagen aufbauen. Hier sehen Sie hier das Zahlenwerk. Nehmen wir mal an, Sie kaufen jedes Jahr 1 Hektar. Wie machen das? Sie schaffen das? So, dann haben Sie nach 10 Jahren Ausschüttungen im Schnitt, das ist das ganze Zahlenwerk hier, von 2.833,01 Euro pro Monat. Das heißt, man kann hier auch wirklich auf überschaubare Zeit wirklich finanzielle Freiheit erreichen. Das ist möglich. Manchmal dauert es, vielleicht geht es auch schneller, bei manchen dauert es halt länger. Das ist natürlich auch dafür sorgen, das ist ein anderer Bereich, dass wir Geld verdienen. Aber man sieht hier, dass man wirklich mit überschaubaren Dingen auch wirklich finanziell frei leben kann, dass es wirklich möglich ist, wenn man das Ganze verfolgt, wenn man die richtigen Strategien
dazu hat. Und das ist das Zwecksparen. Das heißt, suchen Sie sich Dinge, die für Sie Sinn machen, wo Sie investieren wollen. Und dann investieren Sie dort, sparen Sie dorthin, weil Sie wissen, dass Sie in Ihre Zukunft investieren. Ich verrate Ihnen jetzt auch noch, welcher Anbieter das konkret ist, beziehungsweise tolle Überraschung. Wir haben eine Faschingsaktion, jetzt ganz aktuell in unserer Community. Und zwar haben wir unser letztes 3-Tages-Seminar dort aufgezeichnet. Das finden Sie unterhalb von dem Link. Dort können Sie sehr, sehr viel Geld sparen, also auch passend zum Thema. Lohnt sich sehr. Wir haben wundervolle und tolle Feedbacks aus unserer Community und würde mich freuen, wenn wir uns dort dann wiedersehen. Ja, und ich hatte auch eines der Coaching-Telefonate, war ein Teilnehmer dabei, der meinte, er hat mal überlegt, wo er die letzten Jahre am meisten gelernt hat. Er hat noch einen anderen Anbieter genannt und uns. Und dann hat er gemeint, das ist wirklich fantastisch. Er hat da unglaublich viel mitgezogen. Bei anderen so mittelmäßig, ein bisschen was, aber da hat er richtig viel gelernt. Also von dem her würde ich mich freuen, wenn wir uns dort wiedersehen. Die Sachen bei uns in der Community, die funktionieren wirklich. Wir leben es wirklich vor und freue mich, wenn wir uns dort wiedersehen. Ja, und ansonsten gerne teilen, liken Sie dieses Video, wenn es gefallen hat, dass noch mehr Menschen wissen, wie cool das Sparen eigentlich wirklich ist, denn es bringt uns zum eigenen Traumleben. Für nächsten Freitag, ich lasse mir wieder was Tolles einfallen. Hier noch ein paar Impressionen hier von oder auf Malta. Und ja, wir sehen uns nächsten Freitag. Schön, dass Sie heute wieder dabei waren. Leben Sie Ihre finanzielle Freiheit. Bis nächsten Freitag, Ihr Thorsten Wittmann. Also Thorsten Wittmann ist wirklich sehr seriös, sehr professionell und was er macht, hat wirklich Hand und Fuß an.